den Menschen begegnen, in ihrer Not und in ihren Fragen begegnen und dann eigentlich mit den Menschen Antworten zu suchen. Das war, glaube ich, das, was mich bewegt hat. Das sind jetzt über 260 Professschwestern in Binga und Umgebung. Wir sind in 4 Diözesen, 30 Standorte, viele Einrichtungen, Krankenhäuser, Gesundheitsstationen, Schulen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Frauenarbeit und so weiter, Katechese. Also wir haben wirklich auch alles erstmal so wachsen lassen und merken aber jetzt, wir müssen uns auch fokussieren, müssen schauen, wie wir nicht ein System im System werden, sondern dass wir gut mit der Regierung immer wieder in die Kooperation gehen. Und wir natürlich für die Menschen sichere und nachhaltige Partner sein wollen, für die Menschen vor Ort, aber auch für alle drumherum, die mit uns arbeiten. Und so haben wir uns jetzt eigentlich schon vor ein paar Jahren 2 der Nachhaltigkeitsziele der UN nochmal so besonders in den Fokus geholt. Das heißt, wir wollen uns vor allem auf Gesundheit und Bildung konzentrieren. Gesundheit halte ich für ein Thema, in dem die Schwestern wirklich Expertinnen sind. Wir waren jetzt in Binga und haben dort nochmal Leute kennengelernt, die gerade erst so eine Reise durch die Gesundheitsstationen gemacht haben und die dann auch die Statistiken angeschaut haben und verglichen haben. Und da zeigt sich nochmal was echt richtig Schönes, dass die Gesundheitsstationen, wo die Schwestern sind, einfach die meisten Patienten haben, die meisten Geburten. Und ich finde, das ist schon nochmal ein Qualitätszeichen, dass die Leute in der Umgebung sehen, dass sie da gut versorgt werden. Also das heißt, wir bauen da auch auf etwas, was die Schwestern gut können, wo sie Expertise haben und wo es darum geht, das einfach stabil und sicher in die Zukunft zu führen. Über die Gebühren, die über die Versorgung der Patienten reinkommt, ist gerade mal der Alltagsbetrieb am Laufen zu halten. Und ich halte gerade das für ganz wichtig, auch für unser Charisma, dass wir eben auch schauen, wo sind denn die gesellschaftspolitischen Hebel, an denen wir mitdrehen müssen, damit sich was für Menschen verändert. Und da geht es schon darum, die Schwestern auch hier zu ermutigen, da in ihre Rolle zu gehen und in ihre Verantwortung. Ich hoffe, dass uns das nach und nach gelingt. Zum Thema Bildung. Ich glaube, dass unsere Qualität im Bereich Gesundheit sehr hoch ist und wir dringend in den Bereich der Qualität in der Pädagogik investieren müssen. Wir haben alles Mögliche auch ausprobiert. Da geht es sicher darum, auch Geduld zu haben. Nicht immer sind unsere westeuropäischen pädagogischen Vorstellungen die richtigen und die besten. Aber wir müssen echt schauen, dass Standards eingehalten werden. Das ist nicht so einfach, gerade in Deutschland Partner zu finden, die bereit sind, gemeinsam mit den Partnern und Partnerinnen aus Tansania auf Augenhöhe weiterzuentwickeln. Ich erlebe in der Arbeit immer wieder, dass Menschen mit uns mitarbeiten können, die aber ganz genau wissen, wie viel so ein Haus in Tansania kosten darf und die von Europa aus entscheiden können, welches die besten Wasserhähne uns sind und solche Sachen. Also wir haben einmal ganz zu Beginn von meiner Arbeit haben wir mal Toilettenspülungen mit einem Container hierher geschickt und haben dann gemerkt, das sind die völlig falschen Toilettenspülungen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Toilettenspülungen
Und dann waren das so Toilettenspülungen, die man in die Wand reingebaut hat. Und die wurden nicht richtig installiert, die waren sofort kaputt. Man konnte die nicht einfach wieder rausreißen. Also wirklich voll das Chaos. Man hat dann quasi eine zweite Toilettenspülung hingehängt in dieses Haus. Und das ist mir am Anfang ganz oft passiert. Und da merke ich, da war ich auch lange nicht klar genug und nicht hart genug und habe nicht schnell genug gesagt, nee, es geht einfach nicht. Diese Art von Kooperation geht nicht. Für uns sind die Menschen hier in Tansania die Expertinnen ihrer Situation und es geht nur im Zuhören und im gemeinsam nach Wegen suchen weiter und mit ganz viel, also mit einer riesen Portion Geduld. Ich merke auch, dass wir in den letzten Jahren sehr viel über Kulturunterschiede reflektiert haben, über kultursensibles Vorgehen, über kultursensible Kommunikation und so weiter. Und dass wir aber vergessen haben, dass ja bei den tansanischen Schwestern und bei den äthiopischen Schwestern genauso eine Reflexion, eine Auseinandersetzung stattfinden muss. Also es sind wirklich alles so Erfahrungen, die total wichtig sind. Und am Anfang denkt man immer, ach, wir müssen hier jetzt vorwärts kommen und wir müssen arbeiten und wir müssen die Projekte anschauen. Und dann sind es aber diese Auseinandersetzungen, die so wichtig sind, weil sie so einen gemeinsamen Boden schaffen, Fundament schaffen. Und darum geht es jetzt eigentlich, das weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass in den Austauschprogrammen, dass da schon ganz viel läuft auf dieser Ebene. Und eigentlich wäre es mein größter Wunsch, dass auch immer öfters Menschen nach Europa oder zu uns kommen können, damit wir genau das nochmal stärken können. Und da sind aber im Moment die Hürden so groß, es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, dass ich glaube, dass wir da im Moment einfach auch den Weg nutzen müssen und hierher kommen und das dann hier machen. Ich weiß, ich bin zutiefst überzeugt, dass das Netzwerk über den Bereich der Gemeinschaft hinausgehen muss und dass wir uns da nochmal von Menschen, die nicht in dieser Ordensgemeinschaftsbubble oder in der Kirchenbubble sind, dass da nochmal viel mehr an Bereicherung reinkommen kann. Das Tolle bei diesen Workshops, wo man irgendwie raus ist aus dem Alltag, auch ganz bewusst in einer Umgebung, die nicht Kloster oder nicht Provinzhaus ist, und da gemeinsam Zeit zu verbringen, das ist so wichtig. Und das heißt ja nicht, dass wir beten trotzdem in der Zeit, wir teilen unsere Lebens- und unsere Glaubenserfahrung und merken, dass genau das ist, was uns eigentlich verbindet. Also diese gemeinsamen Werte, die wir haben. Das sind eigentlich Tage, die ich nicht missen möchte und an denen ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte, dass wir sowas machen können.